100 Metern rechts abbiegen auf. Hallo zusammen, wir sind jetzt auf dem Weg zum Bösner Kunstladen, wo ich ein paar Besorgungen für meine Ausstellung im Frühjahr nächstes Jahr machen werde. Mein Mann ist so nett und fährt mich dahin. Ich sitze brav als Beifahrerin hier und filme. Ja, und ich möchte euch mal den Laden ein bisschen zeigen und was es da so alles gibt. Es ist ein riesiger Kunstladen, sehr viel Auswahl. Ich bin da zum ersten Mal heute und führe euch dann im Shop ein bisschen rum und zeige euch, was ich da jetzt alles heute plane zu kaufen und welche Materialien. Genau, aber lasst euch mal überraschen, wie es dort aussieht. Viel Spaß! So schöne Designs.
So, es sind ein paar Tage vergangen. Heute ist Donnerstag. Wir waren ja am Samstag im Bösner gewesen und ich möchte euch jetzt zeigen, was ich dort gekauft habe. Und zwar in dieser Tüte habe ich ein paar Dinge drin. Ja, dann legen wir mal los. Als erstes habe ich Titanweiß gekauft, also eine Acrylfarbe. Wer selber malt, der weiß, man kann nie genug Weiß haben. Deswegen habe ich mir da einen guten Vorrat angelegt, 1 Liter. Da haben die im Bösner auch tatsächlich eine große Auswahl, was auch große Flaschen angeht. Da kann man sich wirklich sehr gut eindecken. Aber bei mir ist es gerade wirklich nur mit Weiß. Das geht bei mir wirklich in Massen weg. Als erstes war man so lieb, mir einen Künstlerkalender mitzugeben. Fand ich sehr, sehr süß. Das habe ich mir noch nicht angeschaut, werde ich aber machen. Auch ein paar Texte interessanter. Künstler schaffen neue Wirklichkeiten. Ja, fand ich sehr lieb. Zu Bösner muss man noch wissen, dass das ein Großhändlermarkt ist. Das heißt, wenn man auch als Gewerbe angemeldet ist, dann kann man dort auf Netto einkaufen. Ich bin ja aktuell noch eine freiberufliche Künstlerin als Einzelunternehmerin. Das heißt, ich habe noch keine Umsatzsteueridentifikationsnummer. Aber das ist kein Problem. Dann zahlt man eben einfach ganz normal mit den 19% Mehrwertsteuer die Produkte und kauft die ganz normal ein. Ich habe dazu dann ein Anmeldeformular ausgefüllt und dann eben diese Kundenkarte bekommen. Und dann kann man dort einkaufen. Da ich ja, wie gesagt, freiberuflich Künstlerin bin, kein Problem für mich. Ich habe mir auch ein paar Pinsel gekauft. Ich zeige euch mal welche. Die haben alle die gleiche Form, in verschiedenen Größen. Ich bin ein großer Fan von Pinseln, die vorne spitz sind. Genau, in verschiedenen Größen. Und für meine Bilder verwende ich die tatsächlich so mit am meisten. Ich habe da schon ein paar Pinsel, aber durch die Maltechnik, die ich verwende, passiert das halt dann leider mit der Zeit, dass die Spitze vorne eben keine Spitze mehr ist, sondern es franzt hier ein bisschen aus und deswegen habe ich mir da jetzt neue Pinsel gekauft. Und die Marke, die ich hier gekauft habe, nennt sich Da Vinci. Könnt ihr hier sehen, genau, ist für Acryl eben gedacht. Darauf sollte man auch achten, wenn man Pinsel kauft, für welche Art von Maltechnik die eben geeignet sind. Es gibt auch Pinsel, die für Öl und Acryl geeignet sind. Die sind jetzt speziell für Acryl. So, dann habe ich mir noch einen Skizzenblock gekauft, einen ganz simplen. Natürlich leere Seiten. Der nennt sich Doré Profi Block. Ich fand auch, muss ich sagen, das Design sehr witzig mit dem Schuh. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich mir noch so einen großen Freestyle-Pinsel gekauft. Den habe ich auch schon benutzt für das Bild hinter mir. Es gibt ja viele Künstler, die ja auch abstrakt malen. Das ist eigentlich vor allem fürs abstrakte Malen gedacht. Ich wollte aber einfach einen großen Freestyle-Pinsel für meine Hintergründe haben. Der ist sozusagen dann gedacht fürs Grobe, also wenn ich da wirklich ein Muster im Hintergrund machen will, und der ist halt für einen sanften Hintergrund, wie das Bild jetzt hinter mir auch zum Beispiel geeignet. Also da habe ich jetzt zum Beispiel beide benutzt, ne? Aber man sieht, der ist halt einfach größer, deswegen habe ich mit dem habe ich angefangen und das habe ich dann dazu benutzt, um weiche Übergänge im Endeffekt hinzubekommen. Heißt offiziell Paddelpinsel, alles klar. Dann habt ihr ja gesehen, gab es einen Bereich, der dann wirklich nur für Leinwände und Keilrahmen war. Und da habe ich mir diese Leinwände hier gekauft. Das Coole ist, dass die dort auch selbstgespannte Leinwände haben. Und ihr seht, es ist ziemlich groß. Und zwar ist die Höhe 120 cm und die Breite 80 cm. Zum Vergleich, das hier ist 80 x 60. Also man sieht, die sind viel, viel größer. Aber die haben halt wirklich eine richtig gute, stabile Qualität. Also das Holz ist sehr, sehr dick, ne? Das sieht man auch hier. Und dadurch bekommt die Leinwand eine wundervolle Stabilität. Also es wackelt so gut wie gar nicht. Die Spannung selber ist auch sehr, sehr hochwertig. Man merkt, dass die ein paar Mal grundiert wurde. Das heißt, ich werde maximal einmal grundieren müssen und dann kann ich mit denen schon loslegen. Und wie ihr im Video gesehen habt, bieten die auch wirklich ganz, ganz viele verschiedene Qualitäten an. Das heißt, für den Anfängerlein, der vielleicht nur ein bisschen zum Spaß was machen möchte, bis zum Profi. Ich habe mich für die Mittelrange entschieden, das heißt für Henry. Ich denke halt, wenn man wirklich ganz, ganz große Leinwände haben möchte, dann sollte man schon für die Premium-Qualität, die sehr gute Qualität gehen.
Das Problem ist bei Leinwänden oft, desto größer sie sind, desto mehr können sie sich verziehen oder desto wackeliger sind sie natürlich. Es ist ja im Endeffekt natürliches Material, Holz, auf die man die Leinwand bespannt hat, und daher muss man darauf achten, dass man da schon eine gute Qualität kauft. Insgesamt mein Feedback zu Bösner ist, ich fand die Auswahl wahnsinnig riesig. Manchmal habe ich mich schon leicht verloren gefühlt, aber das war ja auch das, weil ich das zum allerersten Mal jetzt dort war. Ich denke, wenn man da öfters hinfährt, weiß man auch in Zukunft, wo man irgendwas finden muss. Aber es war auch spannend, sich da mal einfach anzuschauen, was die alles anzubieten haben. Ich habe mir da wirklich fast alles angeschaut. Ich war nur nicht im oberen Stockwerk beim Eingang gewesen. Da hatten die ja auch noch mal viel, da uns da jetzt auch irgendwann die Zeit gefehlt hat. Aber ihr habt es ja gesehen, die haben auch eine Auswahl an Büchern, Kunstbüchern. Die haben auch ein kleines Café mit Literatur und man kann sich dort auch Bilder einrahmen lassen. Fand ich auch richtig toll. Ansonsten muss ich sagen, die Angestellten oder die Verkäufer, alle wirklich sehr, sehr freundlich und hilfsbereit gewesen im Laden. Also da, wo ich war, das war in Leinfelden-Echterding im Stadtteil Stetten. Ich habe natürlich auch gefragt, ob ich vorher filmen darf. Und da möchte ich mich auch nochmal als Team bedanken, dass man dann da so positiv drauf reagiert hat und so freundlich zu mir war. Es hat auch viel Spaß gemacht und wie gesagt, waren alle sehr, sehr hilfsbereit und freundlich und also toller Service dort vor Ort, kann ich nur sagen. Und was Leinwände, bespannte Leinwände angeht, ist das halt schon eine gute Adresse, weil online kann man sich meistens nur maximal 80x60 schicken lassen, das war's dann. Das heißt, alles, was größer ist, muss man gucken, dass man es sich dann im Laden kauft. Und da ist es schon gut, wenn man dann wirklich auch einen professionellen Shop dafür aussucht. Und das ist so meine Erfahrung, das, was ich da alles gekauft habe. Es war jetzt natürlich nicht wahnsinnig viel. Ich bin jetzt auch mal in den Laden vorrangig gegangen, um mir auch einen Eindruck zu verschaffen, was die dort so alles anbieten. Aber es gibt einfach alles. Es gab auch wirklich eine riesige Auswahl an Farben jeglicher Marke, also vor allem natürlich die bekannten Marken, die man so kennt. Es gab auch für Acryl, Öl, Aquarell, alles, was das Herz begehrt. Ich fand auch, wie gesagt, den Buchbereich sehr, sehr interessant. Das Café fand ich super süß, hat mir sehr gut gefallen. Und man kann sich da halt, also ich könnte da stundenlang meine Zeit verbringen. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, nochmal vielen Dank ans Team. Ich denke, wir werden uns öfters sehen. Macht's gut. Tschüss.